weiß gerade nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich bin wieder da. Ja, ich begrüße euch zu diesem April-Reading-Vlog. Jetzt muss ich gerade überlegen, welcher Monat ist. Aber es ist April. Und wir waren den Großteil vom April verreist. Und ich habe bisher so gut wie gar nichts gefilmt. Der April ist schon fast vorbei. Wir sind gestern Abend wieder nach Hause gekommen. Ich hatte es ja schon am Ende des letzten Reading-Vlogs gesagt, dass wir in Urlaub fahren im April. Beziehungsweise es war teils Urlaub, aber es war halt auch Familienbesuch. Deswegen ganz viel Familienzeit gehabt. Und dementsprechend habe ich auch einfach gar nicht so viel gefilmt. Ich habe so ein paar Aufnahmen einfach vom Strand gemacht. Wir waren in Tunesien, wir waren eine Woche auf Djerba und dann nochmal eine Woche in Tunis. Und es war sehr schön. Es war teilweise leider ein bisschen kalt, aber so ein bisschen Strand hatten wir zumindest, so ein paar Tage. Wir sind gestern Abend spät wieder angekommen. Und dieser Monats-Reading-Vlog wird so ein bisschen anders sein, weil ich euch am Anfang jetzt nicht direkt vorstellen werde, wie sonst, welche Bücher ich lesen möchte in diesem Monat. Was ich bisher gelesen habe, erzähle ich euch ein bisschen später. Aber es sind nämlich 2 Büchersendungen hier bei mir eingetrudelt. Und die möchte ich gerne mit euch jetzt direkt am Anfang zusammen aufmachen, weil ich nämlich sehr, sehr gespannt bin. Also ich weiß, was drin ist, aber ich freue mich sehr auf diese beiden Bücher und möchte sie jetzt endlich aufmachen. Und ich dachte, damit starten wir jetzt heute mal durch. Also, 2 Bücher sind hier eingetroffen. Ohne jetzt groß rumzulabern, mache ich die einfach mal direkt auf. Ich habe nicht so viel gelesen im Urlaub, wie ich sonst im Urlaub lese. Weil wie gesagt, einfach super viel Zeit mit der Familie verbracht und Urlaub mit Kleinkind ist halt auch einfach so ein bisschen anders, als es früher war, alleine, wo man irgendwie stundenlang oder wo ich stundenlang früher am Strand oder am Pool einfach auf der Liege lag und gelesen habe. Ich habe früher nichts anderes gemacht im Urlaub als gelesen tagsüber und es sieht jetzt einfach so ein bisschen anders aus. Also, das erste Buch, oh ja, da freue ich mich sehr drauf, ist von T.J. Klune, Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Ich gebe ja zu, ich habe das Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte habe ich noch nicht gelesen. Aber da sind ja die Kritiken so positiv, dass ich gedacht habe, dass das zweite Buch auch was sein muss. Außerdem klingt der Klappentext extrem gut, wie ich finde. Es geht nämlich hier um so dieses so ein Zwischenleben zwischen Leben und Tod. Es geht um den Anwalt Wallace Price und er fällt eines Tages einfach tot um, aber er ist noch überhaupt nicht bereit dafür, den Weg ins Jenseits anzutreten. Er bekommt deswegen irgendwie noch so ein bisschen Zeit gewährt, um seine Sachen irgendwie zu ordnen, steht hier, um seine Angelegenheiten zu ordnen. Zeit, in der Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt und die Liebe findet. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil zu wissen, okay, eigentlich ist mein Leben vorbei und dass man jetzt nur noch so einen kurzen Zeitraum hat, in dem man einfach noch so ein paar Dinge ordnen kann, ein paar Dinge erledigen kann. Und dann ausgerechnet in dem Zeitraum sich zu verlieben, ist schon hart, muss man mal sagen. Und ich bin einfach super gespannt drauf hier und freue mich sehr darauf, dann auch das ganz bald zu lesen. Das zweite Buch ist nämlich auch ein Fantasy-Titel, der so gut klang, dass ich gedacht habe, das möchte ich unbedingt lesen. Und zwar ist das dieses hier, Die Hexen von Woodville, Rabenzauber von Mark Stay. Und schaut euch mal an, wie hübsch das aussieht. Das ist der Auftakt einer Trilogie, der Woodville-Trilogie. Der erste Teil Rabenzauber. Und schon allein, wenn es um Raben geht, bin ich ja auch auf jeden Fall mit dabei. Hinten drauf steht: Ein kleines Dorf in Kent, eine junge Hexe, die ihre Macht entdeckt, ein uraltes Rabenvolk, das den Frieden bedroht. Ja, klingt super spannend. Da freue ich mich sehr drauf. Oh, richtig gut. Fantasievoll, schwungvoll und extrem witzig. Ja, klingt sehr cool.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Also ich finde, es sieht einfach echt sehr, sehr schön aus. Da werde ich euch dann hoffentlich auch bald mehr zu erzählen können. Hoffentlich sehr gute Bücher. Bin sehr gespannt drauf. Und ich habe schon gesagt, ich werde euch dann noch gleich oder zu einem anderen Zeitpunkt ein bisschen was dazu erzählen, was ich jetzt im April so gelesen habe. Wie gesagt, es war nicht so viel wie erhofft. Aber ich hoffe, dass ich jetzt, was haben wir? Wir haben heute den 26.04. Also wir sind, wie gesagt, schon fast April vorbei. Und ich hoffe aber zumindest, also ich habe ein Buch, bevor wir in Urlaub gefahren sind, pausiert, weil es mir zu schwer war, das mitzunehmen, und habe ein anderes Buch auf dem Kindle angefangen. Und da bin ich jetzt ich bin so in den letzten Zügen, so 80% rum ungefähr. Aber das seht ihr dann gleich. Jetzt muss ich erstmal Koffer auspacken, Wäsche waschen, Ordnung machen und so weiter. Was halt so ansteht, wenn man aus dem Urlaub wieder da ist. Richtig scheiß Licht hier gerade. Was mache ich denn jetzt? Okay, wir machen das anders. Muss ich das Chaos im Hintergrund schön machen, ne? Ja. 2 Tage später, es ist der 28. April. Ich wollte euch natürlich noch erzählen, was ich jetzt im April bisher so gelesen habe. Und ich habe mir Folgendes gedacht. Der Urlaub, also wenn man in den Urlaub fährt, das ist ja immer eine super Möglichkeit, um einfach mal einen Schinken zu lesen. Um mal ein Buch zu lesen, um das man immer irgendwo einen Bogen gemacht hat, weil es einfach echt richtig dick ist. Weil im Urlaub, finde ich, je weniger Bücher man mitschleppen muss, desto besser. Deswegen dachte ich mache nämlich genau das. Ich lese einen Schinken, also ein Buch, das schon echt viele Seiten hat, das ich deswegen halt immer so ein bisschen vermieden habe. Und ich habe Folgendes gewählt. Blackout von Mark Ellsberg. Morgen ist es zu spät. Ist ja auch auf meiner 12 für 2022 Liste. Deswegen hat das auch einfach mega gut gepasst für mich. Sieht ungelesen aus, weil Problem war dann, nachdem wir die Taschen gepackt hatten, also alle Koffer und Handgepäck und so, und wir haben einfach gemerkt, es ist knapp. Es ist einfach viel zu schwer und viel zu voll. Und ich hatte nämlich eigentlich das Buch eingepackt und noch ein anderes, das ihr auch gleich seht. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht, mich juckt's. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, es ist jetzt eigentlich Blödsinn. Das ist halt auch echt nochmal, Gewicht. Und habe mir kurzerhand Blackout auf meinen Kindle runtergeladen. Habe es gekauft und runtergeladen und habe das Ganze dann auf dem Kindle gelesen. Und ich habe gerade mal nachgeguckt. Also ich bin beim Kindle auf Seite 714, 90%. Ich dachte ja irgendwie immer, dieses Buch hätte 1000 Seiten, aber hat es gar nicht. Es hat knapp 800, 795. Und ich habe das gerade mal jetzt hier in dem Buch nachgeschaut. Da ist die Seitenzahl ein bisschen anders. Da bin ich auf Seite 723. Hängt wahrscheinlich mit der Schriftgröße zusammen oder so, dass sich die Seitenzahlen ein bisschen unterscheiden. Aber ja, also das werde ich im April definitiv noch beenden. So die letzten 80 Seiten, 70 kann ich rechnen, Seiten. Und dann ist das auch runter vom Sub und runter vom Stapel für 12 Uhr 2022. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir mehr davon versprochen habe. Es ist nicht so spannend und rasant, wie ich gedacht habe. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Hier geht es ja darum, dass plötzlich auf einen Schlag in weiten Teilen in fast ganz Europa überall der Strom ausfällt. Und was genau das bedeutet oder bedeuten würde, wenn es tatsächlich passiert, war mir, also welches Ausmaß das hat, war mir vor dem Lesen dieses Buches noch gar nicht so bewusst. Das kam tatsächlich erst hier, aber irgendwo ist es halt auch alles ziemlich logisch. Ist es klar, dass wenn wir keinen Strom mehr haben, dass alles einfach zusammenbricht. Aber wie krass das Ganze halt ist, das ist halt schon, musste man beim Lesen halt schon schlucken. Und mit dem Gedanken, was, wenn das wirklich so
passiert. Es geht dann darum, dass es gibt hier, also im Zentrum dieser Geschichte steht Piero Manzano und er ist ein Hacker und er glaubt halt eine Spur gefunden zu haben, wie das Ganze passieren konnte. Und dann wendet er sich halt an Europol und so weiter und versucht halt, ja, seinen Verdacht irgendwie da den Ermittlern mitzuteilen. Allerdings gerät er dann doch selber ins Visier und ja, klingt auch alles so super spannend und im Prinzip ist es das auch irgendwo. Ich muss aber sagen, dass mir doch so dieses Mitreißende irgendwie fehlt hier, weil, also das ist halt so mein größtes Problem, es ist halt doch einfach sehr episodenhaft. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Standorte. Schauplätze ist das Wort. Wir haben sehr viele verschiedene Schauplätze. Wir springen von Stadt zu Stadt. Und das halt auch teilweise sehr, sehr schnell. Also geht das dann halt teilweise auch einfach zu schnell, dass so ein Abschnitt dann noch gar nicht so lang ist. Also das sind dann vielleicht 1,5, 2 Seiten und dann ist man wieder woanders. Und das ist halt das, was mich hier so ein bisschen stört. Trotzdem, ja, nicht schlecht. Also die Story an sich ist halt auf jeden Fall gut und gefällt mir auch, sonst hätte ich halt auch nicht weitergelesen. Aber so, dass ich halt so richtig in die Tiefe da reinfalle, sozusagen, sage ich mal, das gelingt mir halt nicht, weil wir halt ständig diesen Schauplatz und Schauplatzwechsel haben. Es sind halt irgendwo immer die gleichen Schauplätze, von denen es halt immer wieder hin und her springt. Aber trotzdem halten wir uns trotzdem an einem Ort nicht lange auf. Aber wie gesagt, ja, Blackout werde ich definitiv noch beenden im April. Ich werde heute Abend da nochmal weiterlesen und dann mal gucken, ob ich das tatsächlich noch heute Abend beenden kann. Achso, ja genau. Das Buch, das ich eigentlich auch mitnehmen wollte noch in den Urlaub, das ist nämlich dieses hier. Das habt ihr jetzt auch schon mehrmals gesehen. Der Club der Rabenschwestern von Cass Morgan und Danielle Page. Warum ist hier ein Knick drin? Ich habe es dann wieder rausgenommen aus dem Koffer, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt den Kindle dabei und falls ich Blackout in diesen 2 Wochen beende, dann habe ich da noch jede Menge andere Bücher auf dem Kindle, da muss ich jetzt nicht noch ein anderes Buch mitnehmen. Trotzdem ärgere ich mich darüber, weil das jetzt schon sehr lange, also viel zu lange für meinen Geschmack hier ungelesen rumsteht. Es ist halt ein Rezensionsexemplar und irgendwie habe ich trotzdem immer andere Bücher dann sozusagen dazwischen geschoben und ich freue mich halt auch einfach super doll auf diese Geschichte, deswegen ärgere ich mich halt so ein bisschen über mich selber. Ja, ob ich es jetzt im April noch anfangen kann, wirklich, weiß ich nicht, weil mein Problem ist, ein Buch habe ich halt pausiert, bevor wir in Urlaub gefahren sind und das ist Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara, das mir nach wie vor sehr, sehr gut gefällt, aber das ist halt einfach echt schwer, muss ich sagen. Dieses Buch ist echt schwer, deswegen habe ich es zu Hause gelassen und habe gesagt, ich nehme das nicht mit in den Urlaub, weil das im Handgepäck mitzuschleppen, da habe ich keine Lust drauf, mal ganz ehrlich, weil wir hatten schon zigtausend andere Sachen zu tragen und ja, ihr seht, Hälfte circa Seite 474 und also wie gesagt, es gefällt mir gut. Im Mai werde ich es dann voraussichtlich beenden. Also ne, ich werde jetzt erstmal Blackout zu Ende lesen und dann werde ich diese 2 wahrscheinlich parallel lesen. Ich habe halt auch einfach gar nicht mehr so viel zu erzählen jetzt. Das ist erstmal so viel jetzt für heute. Der Monat, ein paar Tage haben wir ja noch, ne? So, die nutze ich noch. Und dann melde ich mich, wenn der Monat zu Ende ist und gebe euch ein Update, was ich denn jetzt tatsächlich alles noch, wie viel ich dann noch tatsächlich lesen konnte. Es ist Mai, schon. Und wie zu erwarten, habe ich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen hier in diesem Reading-Vlog. Ich habe Blackout beendet. Ich habe es tatsächlich auch noch an dem Tag zu Ende gelesen, als ich das letzte Mal gefilmt habe, als ich darüber erzählt habe. Und meine Meinung hat sich nicht geändert. Also ich muss sagen, ich fand das Ende jetzt auch irgendwie nicht so überragend. Also insgesamt gesehen ist das halt wirklich eher so ein 3-Sterne-Buch für mich. Schade, ich habe mir da echt mehr von versprochen. Aber ich habe ja schon erzählt, warum es nicht so ganz meins war. Ich fand es einfach nicht so spannend und rasant, wie ich es gedacht habe. Ja, aber dickes Häkchen dran. Ich bin froh, dass ich dieses Buch von meinem Sub streichen kann. Ich hatte sehr Freude daran,
auf meiner Subliste dieses Buch durchzustreichen. Das war es auf jeden Fall wert. Es ist sehr lange her, dass ich das gekauft habe. Also es ist wirklich eine richtige Subleiche. Und es ist doch immer wieder schön, wenn man das dann wirklich, wenn man da ein Häkchen dran machen kann. Irgendwie so Bücher, die man lange vor sich hergeschoben hat. Und wenn man die dann endlich gelesen hat, noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es mich richtig mitgerissen hätte, wenn es mir richtig gut gefallen hätte. Aber nun gut, nicht alle Bücher können einem immer gefallen. So ist das nun mal. Sonst, muss ich aber sagen, habe ich gar nichts mehr gelesen in diesem Monat. Ich habe an einem, ich glaube vorgestern Abend war es, habe ich versucht, mit der Club der Rabenschwestern anzufangen. Aber ich war nicht aufnahmefähig. Ich bin einfach viel zu müde. Man sieht es mir, glaube ich, auch an. Ich habe einfach so einen krassen Schlafmangel, weil auch echt viel mit der Arbeit jetzt war die letzten Tage. Viel Nachholen von 3 Wochen, die ich insgesamt nicht arbeiten konnte. 2 Wochen Urlaub und die Woche davor haben wir halt vorsichtshalber den Kleinen nicht in die Kita gebracht, dass der nicht doch noch mit irgendwas ankommt und wir nicht in den Urlaub fahren dürfen. Das heißt, in dieser Woche, wenn er zu Hause ist, kann ich es halt knicken mit Arbeiten. Das funktioniert nicht. Das heißt, 3 Wochen komplett Ausfall. Da hat sich einiges angesammelt. Deswegen kam auch letzte Woche Donnerstag kein Video. Ich glaube, 2 Videos hatte ich vorbereitet jetzt, während ich weg war, aber dann für letzte Woche, obwohl wir eigentlich schon wieder zu Hause waren, ich habe es nicht geschafft. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das, noch ein Video dann zu drehen, aber es war einfach zeitlich nicht möglich und ich war mir jetzt auch super lange unsicher, ob ich überhaupt jetzt diesen Reading-Vlog noch fertig drehen soll, ob ich das überhaupt hochladen soll, aber ich dachte so, ja, wäre doch schön, wenn trotzdem ein bisschen was kommt von mir noch. Und deswegen, machen wir das. Also wie gesagt, ich habe nichts mehr gelesen, aber im Mai, ihr wisst dann wahrscheinlich schon, wie mein Mai aussehen wird, meine Leseliste für Mai. Also Club der Rabenschwestern hat auf jeden Fall Prio 1 und ein wenig Leben. Und sonst möchte ich aber im Mai, was die Leseliste angeht, mal was Neues probieren. Und das werdet ihr dann im Reading Vlog Mai erfahren. Aber das dauert noch ein bisschen, bis der online kommt. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben, freue ich mich sehr drüber. Bis dann. Tschüss.